Christoph, aber es ist ja auch sehr interessant, denn fast zeitgleich ist ja nun der deutsche Staatsbürger Rico Krieger in Belarus zum Tode verurteilt worden. Könntest du dir da irgendeinen politischen Zusammenhang vorstellen? Denn Belarus ist ja schließlich der engste Verbündete Russlands. Also als ich gestern davon erfahren habe, dass der deutsche Staatsbürger Rico Krieger in Belarus zu Tode verurteilt wurde, war das Erste, was ich dachte, das ist das nächste Faustpfand, was man hat. Das nächste Faustpfand, entschuldige. Ich kann mir vorstellen, dass von beiden Seiten jetzt Druck gemacht wird, auf die deutsche Regierung Krassikow auszutauschen. Belarus, Machthaber Lukaschenko, ist wohl der engste Verbündete von Wladimir Putin. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Putin Wadim Krassikow, den Killer, den Tiergartenmörder, haben will. Und man hat aber in Russland im Prinzip nur einen US-Staatsbürger im Gefängnis sitzen. Und da ist die Frage, ob die deutsche Justiz da mitspielt. Wenn jetzt aber der Druck aufgebaut wird über Belarus, da hat man einen deutschen Staatsbürger, der zu Tode verurteilt wurde. Und das kann natürlich dann schon wirken. Es ist jetzt auch sehr viel Interpretation, Spekulation von meiner Seite, Vermutungen. Beweise habe ich natürlich überhaupt keine. Aber dieses Urteil so zeitnah, auf der einen Seite Belarus, deutscher Staatsbürger, auf der anderen Seite Ewan Gershkovich, 16 Jahre Haft hier in Russland, in Jekaterinburg, US-Staatsbürger, das ist in meinen Augen kein Zufall.